Du planst eine Diät oder eine Muskelaufbauphase in diesem neuen Jahr zu starten. Mit diesem Video möchte ich dir eine Menge Zeitverschwendung ersparen, sodass du dein Ziel schneller erreichst und deine Frustrationstoleranz nicht herausforderst. Fehler Nummer 1 ist, du hältst dich mit Bereichen auf, die nicht entscheidend für das Erreichen deines Ziels sind. Immer wieder erreichen mich Nachrichten, ob es nicht besser sei, beispielsweise 180 Gramm Kohlenhydrate und 55 Gramm Fett zu essen oder 200 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Fett zu essen, ob man ein bestimmtes Supplement einnehmen sollte und wann die beste Zeit zum Essen ist. Die Makronährstoffverteilung, Supplements und das Mahlzeitentiming sind nicht komplett irrelevant, aber selbst die durchdachteste Makronährstoffverteilung, aufs Detail abgestimmte Supplements und das ausgeklügelste Mahlzeitentiming werden dich nicht ans Ziel bringen, wenn du die Basics nicht umsetzt, wie zum Beispiel deine Kalorienbilanz und die Dokumentation deines Fortschritts, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. By the way, gibt es nicht die beste Makroverteilung, die optimalen Supplements und das perfekte Mahlzeitentiming. Es gibt nur einen besseren Weg für dich, der sehr individuell ist. Fehler Nummer 2 ist das gefährliche Schwarz-Weiß-Denken. Viele gehen gerne an den Punkt, an dem sie in einen Scheißegal-Modus verfallen, weil ja sowieso bald die geplante Diät startet. Das heißt, es wird nochmal für 2 Wochen lang alles gegessen, was man vermeintlich in einer Diät nicht essen kann. Unabhängig davon, dass ich dir davon abrate, weil du somit in kurzer Zeit viel Fett einlagern kannst, was doppelt so schwer ist, wieder loszuwerden, promote dieses Vorgehen Schwarz-Weiß-Denken wie jetzt gebe ich richtig Gas und esse kein Zucker mehr, ab morgen mache ich es dann richtig oder ich kann nur ganz oder gar nicht. Das sind alles Glaubenssätze oder Denkweisen, die dazu verleiten, die Art sich zu ernähren als temporäre Phase anzusehen, in der man sich überaus restriktiv verhält und danach wieder in eine Phase geht, in der man alle diese Diätverhaltensweisen wieder abwerfen kann. Während ein kalorisches Defizit temporär sein sollte, sollte die Art deiner Ernährung, also die Lebensmittelauswahl, deine Meal Prep Routine und dein allgemeines Essverhalten nicht stark von einer Defizitphase, Erhaltungsphase oder Aufbauphase abweichen. Solange du in etwa 80% deiner Lebensmittel aus unverarbeiteten Lebensmitteln beziehst, kannst du auch in der Diät immer noch ein Glas Wein pro Woche, Schokolade oder Kekse integrieren. Wichtig ist, dass was du isst, dich sättigt, dir Energie bringt, dir schmeckt und deine Verdauung unterstützt. Weit verbreitet ist auch die Annahme, man müsse, um Fett abzubauen oder Muskulatur aufzubauen, clean essen, wovon ich stark abrate und dir in dem oben eingeblendeten Video erkläre, warum. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. 90% der Anfragen, die ich erhalte, sind aufgrund einer nicht umsetzbaren Strategie gescheitert. Kalorien werden in einer Diät fast halbiert und in einer Muskelaufbauphase manchmal auch zu schnell erhöht. Ersteres führt dazu, dass dein Stoffwechsel sich unnötigerweise zu schnell, zu tief adaptiert, dass du einen höheren Anteil Muskulatur verlierst und starke Gewichtsschwankungen hast, welche es dir schwerer machen, deine gewünschte Körperkomposition zu erreichen. Wenn du mehr isst, als du für den Muskelaufbau bräuchtest, kann es dazu führen, dass du mehr ungewolltes Fett aufbaust und deine Motivation darunter leidet, weil du dich schneller unwohl fühlst. Wenn die Kalorien im Aufbau also zu motiviert angesetzt werden, ist im Nachhinein ein stärkeres Defizit nötig, um das Fett wieder zu reduzieren, was auch immer einen Anteil an Einbußen an Muskulatur mit sich bringt. Genauso häufig sehe ich auch das Gegenteil bei dem Zielmuskelaufbau, wenn die Kalorien zu wenig oder kaum erhöht werden, was essentiell ist, um überhaupt erfolgreich und effizient Muskulatur aufzubauen. In einer Diät hat sich eine Gewichtsreduktionsrate von 0,5 bis 1% pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche als sinnvoll erwiesen, um möglichst viel Muskulatur in einer Diät zu erhalten und um einen Rebound nach einer Diät zu vermeiden. Wobei das auch immer abhängig von deiner Ausgangssituation ist. Je höher dein Körperfettanteil zu Beginn ist, desto schneller darf das Gewicht auch sinken. Wobei es bei dieser Rate nicht nur um den Muskelschutz geht, sondern auch um die langfristige Umsetzbarkeit. Wenn du dich also bei einer Rate von 1% pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche gut fühlst, kaum Hunger hast und genug Energie hast, ist es kein Problem, hier zu bleiben. Sollte jedoch deine Energie schon runterfahren, empfehle ich einen langsameren Gewichtsverlust anzustreben, sprich das Defizit etwas zu verringern. Um einen optimalen Muskelaufbau zu erzielen und um eine unnötige Fettzunahme im Aufbau zu vermeiden, empfehle ich dir, in diesen Ranges deines Gewichtsanstiegs zu arbeiten.
Natürlich ist die Menge der Kalorienerhöhung immer noch individuell, aber hoffentlich sind die Werte eine gute Guideline für dich, um zu extreme Vorgehensweisen zu vermeiden. Wenn du ganz genaue Kalorienempfehlungen basierend auf deinen Stoffwechsel wünschst, kannst du dir ab Mitte Januar meine neue The Art of Health App herunterladen, die dich bei deinem Entwicklungsprozess fortlaufend und individuell unterstützt. Ein weiterer fataler Fehler ist die falsche Interpretation deines Fortschritts, wodurch Fortschritte häufig gar nicht erkannt werden oder noch schlimmer, Misserfolge interpretiert werden. Die folgenden Daten sind sinnvoll festzuhalten, um deine Entwicklung besser nachvollziehen zu können. Somit siehst du, was funktioniert bzw. was nicht funktioniert und ob Anpassungen gemacht werden müssen. Ich empfehle dir, dich an 3 unterschiedlichen Wochentagen zu wiegen und das morgens auf leeren Magen ohne Kleidung direkt nach dem Aufstehen. Deine Kalorienzufuhr solltest du jeden Tag tracken. Formfotos solltest du einmal im Monat schießen. Du kannst sie auch in einer höheren Frequenz vergleichen. Jedoch ist meistens ein sichtbarer Unterschied erst nach ungefähr 4 Wochen oder sogar mehr Wochen ersichtlich. Umfänge empfehle ich dir, alle 2 bis 4 Wochen abzunehmen. Meiner Meinung nach musst du nicht mit einer Uhr deine verbrannten Kalorien tracken, da dein Defizit bereits deinen Verbrauch mit deiner durchschnittlichen Aktivität berücksichtigt. Das wirft also unnötig zu viele Parameter in die Rechnung. Wichtig ist ein Referenzwert, auf welchen wir basierend Anpassungen vornehmen können. Und Anpassungen müssen erst dann vorgenommen werden, wenn dein Gewicht an einem Plateau angekommen ist. Auch wenn du deine Kalorien, die du verbrannt hast, nicht mit einer Uhr tracken musst, die außerdem auch sehr ungenau sein kann, empfehle ich dir, deine alltägliche Aktivität konstant zu halten. Dazu reicht es aber, deine Schritte beispielsweise pro Tag mit einem Smartphone zu zählen. Nun müssen wir berücksichtigen, dass deine eingenommene Kalorienbilanz sich nicht unmittelbar auf dein Gewicht auswirkt. Ein Defizit als auch ein Überschuss akkumuliert sich über mehrere Wochen und macht sich dann auch meist erst auf der Waage bemerkbar. Dein Gewicht spiegelt außerdem nicht direkt wider, wie viel Fett du abgenommen hast und wie viel Muskulatur du aufgebaut hast, sondern dein Gewicht ist unser Leitfaden, ob es mit der entsprechenden Bilanz, die du einnimmst, in die richtige Richtung geht oder nicht. Fett und Muskulatur sind ein Teil der sich verändernden Substanzen in deinem Körper. Dazu gibt es aber noch viele weitere Einflussfaktoren, die sich sogar täglich verändern, wie Wasser, Nährstoffe in der Muskulatur und dein Magen-Darm-Inhalt. Alleine der Wasserhaushalt deines Körpers wird durch viele Parameter beeinflusst, wie deine Periode, dein Stresslevel, Muskelkater, Medikamente und deine Flüssigkeitszufuhr. Deshalb ist es wichtig, immer den Wochenschnitt zu betrachten und sich auch starke Einflussfaktoren, die an einem Tag zugetroffen haben, wie beispielsweise Verstopfungen, die Periode oder ein höherer Salzkonsum, mitzunotieren, was du beispielsweise auch mit der The Art of Health App tun kannst. Eine weitere Funktion dieser App ist eine individualisierte Gewichtsinterpretation, die sie komplett für dich abnimmt und direkt mit in die Kalorienkalkulation mit berücksichtigt. Dein Ziel ist es sicherlich nicht nur eine bestimmte Zahl auf der Waage zu sehen, sondern am Ende des Tages ein besseres Bindegewebe zu haben und eine bestimmte Form zu erreichen. Selbst wenn du alle Punkte bisher richtig gemacht hast und deine Ernährung optimaler nicht sein könnte, wirst du dieses Ziel nicht erreichen, wenn der richtige Reiz im Training nicht gesetzt wird. Im Folgenden nenne ich dir ein paar Guidelines, die du im Hinblick auf dein Training berücksichtigen solltest. Hast du einen Trainingsplan, der dafür sorgt, dass du von Woche zu Woche mehr Volumen akkumulierst, also entweder mehr Sätze oder Wiederholungen absolvierst oder mehr Gewicht verwendest? Trainierst du jede Muskelgruppe mindestens 2-mal pro Woche? Integrierst du komplexe Übungen wie Squats, Deadlifts, vorgebeugtes Rudern und Bankdrücken? Diese Übungen sind nicht unbedingt eine Voraussetzung dafür, dass du eine körperliche Veränderung wahrnehmen kannst, aber nicht umsonst fehlen sie in keinem Plan eines gut gebauten Athleten, denn sie trainieren mehrere Körperpartien gleichzeitig und erlauben dir, eine gute Grundkraft aufzubauen, was mit vielen kleinen isolierten Übungen weniger einfach ist. Ich empfehle dir daher, mindestens einmal pro Woche diese Grundübungen in deinem Plan zu integrieren. Eine weitere Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Spürst du die Muskeln, die du trainierst?
Wenn du einen Muskel nicht gut spürst, der eine Übung eigentlich beanspruchen sollte, kann es sein, dass du eine weniger gute Fähigkeit besitzt, diesen Muskel zu aktivieren oder deine Technik unsauber ist. Man spricht auch von der sogenannten Mind-Muscle-Connection. Du kannst diese verbessern, indem du bei jeder Übung bewusst an den Muskel denkst, welchen du gerade trainieren möchtest. Beispielsweise könntest du Hip Thrusts einfach so ausführen, indem du deine Hüfte auf und ab bewegst und dich auf die Bewegung fokussierst. Fokussierst du dich jedoch auf das Anspannen des Zielmuskels als erstes, wird dadurch die Bewegung initiiert. Spanne also als erstes deinen Gluteus an und dann kommt die Bewegung von ganz alleine. Das führt meist auch automatisch zu einer besseren Technik, weil kein Momentum, also kein Schwung genutzt wird. Und zum Schluss solltest du deinen Plan alle 2 bis 3 Monate variieren, um deinem Körper wieder einen neuen Reiz zu geben. Das wär's für dieses Video und wenn du interessiert an der kompletten richtigen Vorgehensweise in einer Diät bist, dann kannst du dich jetzt noch für unseren Online-Kurs anmelden, welcher in 2 Wochen startet und welchen du in deinem eigenen Tempo absolvieren kannst. Innerhalb dieses Kurses werden wir auch deine individuellen Fragen beantworten können und begleiten dich persönlich auf deiner Journey. Außerdem kannst du dich ab jetzt auch für unseren Muskelaufbaukurs auf die Warteliste setzen lassen, falls das dein primäres Ziel sein sollte. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video.